Im Mittelpunkt der deontologischen Ethik steht die Pflicht. Einzelne Handlungen werden danach beurteilt, ob sie mit bestimmten Pflichten oder Normen übereinstimmen. Was die deontologische Ethik ausmacht, inwiefern sie sich vom Konsequenzialismus unterscheidet und welche Stärken und Schwächen sie hat, erfährst du in diesem Video. Die deontologische Ethik oder Deontologie bezeichnet eine Klasse ethischer Theorien, in deren Mittelpunkt die Pflicht steht. Sie wird daher auch Pflichtethik genannt. Neben der Tugendethik und der konsequenzialistischen Ethik ist die deontologische Ethik einer der 3 wichtigsten Ansätze der normativen Ethik. Die deontologische Ethik berücksichtigt weder die charakterliche Disposition des Handelnden noch die Konsequenzen der Handlung. Berücksichtigt wird nur die Handlung selbst. Bestimmte Handlungen sind also unabhängig vom Charakter der handelnden Person und möglichen oder tatsächlichen Folgen intrinsisch gut oder schlecht. Entscheidend für die Moralität einer Handlung ist, ob sie einer verpflichtenden Regel gemäß ist und aufgrund dieser Verpflichtung begangen wird. Der Fokus dieser Ethik liegt auf einer moralischen Norm, die einer Handlung als Prinzip zugrunde liegt. Was eine Handlung moralisch richtig macht, ist ihre Übereinstimmung mit dieser Norm. Jeder moralische Akteur muss bestimmte Normen befolgen, unabhängig von seinem Charakter oder möglichen positiven oder negativen Konsequenzen. Innerhalb der Deontologie gibt es verschiedene Ausprägungen. Für moderate Deontologen haben auch die Folgen einer Handlung moralische Relevanz, während im moralischen Absolutismus bestimmte Handlungen unter allen Umständen und ungeachtet ihrer Konsequenzen verboten sind. In der starken Ausprägung der deontologischen Ethik können Handlungen also nie durch ihre Folgen gerechtfertigt werden. Einige Handlungen sind immer verboten, egal wie gut ihre Folgen sind. Die deontologische und die konsequenzialistische Ethik unterscheiden sich stark voneinander. Sie werden häufig anhand von ethischen Problemfällen oder Dilemmata gegenübergestellt, in welchen sie völlig unterschiedliche Antworten geben. Schau dir gerne mein Video Kant versus Utilitarismus an, wenn dich dieses Thema genauer interessiert. Die deontologische Ethik bewertet Handlungen selbst als intrinsisch gut oder schlecht. Sie interessiert sich dafür, ob die Handlung einer verpflichtenden Norm gemäß ist. Demgegenüber hält die konsequenzialistische Ethik nur die Konsequenzen einer Handlung für moralisch relevant. Diese Folgen werden beispielsweise im Utilitarismus an ihrem Nutzen oder Schaden für alle Betroffenen bemessen. Der berühmteste Vertreter der deontologischen Ethik ist der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Auch John Locke, Jürgen Habermas, William David Ross, Joseph Maria Bochensky, Alan Gewirth und John Rawls vertreten eine deontologische Ethik. Aktuelle Vertreter sind Thomas Nagel, Thomas M. Scanlon, Honora O'Neill, Roger Scruton und Christine Korsgaard. Viele moderne Deontologen beziehen sich in ihren Theorien auf Kant und werden daher Kantianer genannt. Pflichten und Normen, Geh- und Verbote sind in der deontologischen Ethik von zentraler Bedeutung. Deontologische Normen sind beispielsweise direkte Handlungsregeln wie Lüge nicht oder Hilf anderen Menschen. Solche Normen können religiös, als Ausdruck eines göttlichen Willens, aber auch durch die Vernunft begründet werden. Die Universalisierbarkeit von Handlungen ist in vielen deontologischen Ethiken die wichtigste moralische Norm. Die Moralität von Handlungen entscheidet sich an ihrer Verallgemeinerbarkeit. Damit wird die zentrale moralische Intuition aufgegriffen, dass eine Handlung genau dann erlaubt, verboten bzw. geboten ist, wenn es akzeptabel, inakzeptabel bzw. erforderlich wäre, dass jeder diese Handlung vollzieht. Ein einzelner Handelnder darf keine Handlung ausführen, die nicht vertretbar wäre, wenn jeder so handelte. Dies gilt unabhängig vom Charakter des Handelnden und den Folgen der einzelnen Handlung. Die Universalisierbarkeit von Handlungen drückt sich beispielsweise in der Universalisierungsformel von Kants kategorischem Imperativ oder der goldenen Regel aus. Zu beiden Prinzipien findest du ausführliche Videos auf meinem Kanal. Deontologische Ethiken bieten klare Richtlinien und Regeln, die nicht von den Konsequenzen oder dem Nutzen einzelner Handlungen abhängen. Prinzipien stehen immer über möglichen Konsequenzen und Nützlichkeitserwägungen. So können klare, stabile und konsistente moralische Entscheidungen getroffen werden.
Individuen können darauf vertrauen, dass bestimmte Prinzipien jederzeit gelten und auch in Ausnahmesituationen eingehalten werden. Durch klare Pflichten und Regeln können außerdem moralische Dilemmata vermieden werden, die in konsequenzialistischen Theorien entstehen könnten. Ein absolutes Lügenverbot verhindert beispielsweise eine Diskussion darüber, ob eine Lüge in einer bestimmten Situation erlaubt wäre. Da moralische Entscheidungen nicht von den Ergebnissen abhängen, ist es nicht notwendig, ungewisse zukünftige Konsequenzen vorherzusagen. Dies reduziert die moralische Unsicherheit und ermöglicht klare moralische Entscheidungen. Deontologische Prinzipien können als Leitfäden dienen, die Menschen in alltäglichen Entscheidungen helfen, besonders in Situationen, in denen die Konsequenzen schwer vorhersehbar sind. Grundlegende ethische Prinzipien wie Ehrlichkeit, Treue, Respekt oder Hilfsbereitschaft sind einfach zu verstehen und anzuwenden. Viele deontologische Prinzipien wie Ehrlichkeit oder das Verbot von Mord werden universal über kulturelle Grenzen hinweg anerkannt. Die goldene Regel, handle so, wie du von anderen behandelt werden möchtest, ist in vielen Kulturen und Religionen vertreten. Die deontologische Ethik legt großen Wert auf die Rechte und die Würde des Individuums, unabhängig von den Ergebnissen einer Handlung. Das Prinzip, Menschen niemals nur als Mittel zu einem Zweck zu behandeln, schützt die Autonomie des Einzelnen und verbietet die Instrumentalisierung von Menschen für ein höheres Ziel. So darf man beispielsweise nie einen Unschuldigen opfern, um dadurch eine größere Anzahl von Menschen zu retten. Außerdem kann die deontologische Ethik zu einer gerechteren Behandlung aller beteiligten Parteien führen, da sie ihre Prinzipien universal und für alle gleich anwendet. Wie wir gesehen haben, berücksichtigen deontologische Ethiken weder die charakterliche Disposition von Menschen noch die wahrscheinlichen Handlungsfolgen. Sie werden daher häufig als rigoristisch, impraktikabel und kontraintuitiv kritisiert. Strenge deontologische Ethiken lassen auch in extremen Fällen keine Ausnahmen zu. Nach Kant ist Lügen beispielsweise selbst dann verboten, wenn eine Lüge notwendig wäre, um jemandem das Leben zu retten. Man dürfte ein von Terroristen entführtes Passagierflugzeug auch dann nicht abschießen, wenn es im Begriff ist, in ein vollbesetztes Fußballstadion zu rasen. Ein solches Handeln ist kontraintuitiv, da es im Widerspruch zu menschlichem Wohl steht. Auch in weniger extremen alltäglichen Situationen können strikte deontologische Prinzipien unpraktisch oder unanwendbar erscheinen. Immer die Wahrheit zu sagen, ist in einer Geschäftswelt, wo Höflichkeit und Diskretion gefragt ist, nur schwer umsetzbar. Die strikten Pflichten können reale Menschen überfordern, zu unerwünschten Folgen führen und widersprechen häufig der moralischen Intuition. Deontologien berücksichtigen nicht ausreichend die menschliche Natur und die realen Bedingungen in der echten Welt. Die Realität menschlicher Interaktion ist komplexer, als einfache Regeln und Pflichten es erfassen können. Es gibt Situationen, in denen verschiedene moralische Pflichten in Konflikt geraten, was zu Pflichtenkollisionen und moralischen Dilemmata führt. Die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, könnte mit der Pflicht zur Vertraulichkeit oder zur Hilfe in Not kollidieren. Es kann dann schwierig sein, deontologische Prinzipien in der Praxis anzuwenden. Deontologische Regeln können stark kulturabhängig sein, was ihre Anwendbarkeit in einer globalisierten Welt in Frage stellt. Dies ist vor allem bei religiös begründeten Pflichten und Regeln der Fall. Was in einer Religion oder Kultur als moralische Pflicht angesehen wird, könnte in einer anderen als unnötig oder sogar unmoralisch betrachtet werden. Deontologische Ethiken vernachlässigen häufig den Einfluss von Emotionen auf menschliches Handeln. Nach Kant ist nur eine Handlung aus Pflicht moralisch. Eine solche Handlung ist nicht von Gefühlen motiviert, sondern von reiner Achtung vor dem moralischen Gesetz. Moralische Gefühle wie Mitleid und Empathie können aber moralisches Handeln motivieren und sollten daher ebenfalls berücksichtigt werden. Überzeugt dich die deontologische Ethik? Gibt es bestimmte Pflichten, die du selbst für unumstößlich hältst? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Kant, der kategorische Imperativ, kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!